Hallo, also heute stricke ich mit euch kleine Ballerina-Schuhe in Größe 33/34 aus Filzwolle. Wir brauchen dafür 2 weiße Knäule und ein Knäuel in rosa. Dann brauchen wir eine Rundstricknadel und ein Nadelspiel in Größe 7 und ein Samtband, ein weißes Samtband für die Schnürsenkel. Wir schlagen 28 Maschen an. Den Anschlagsfaden lassen wir lang hängen, den benötigen wir noch für die Rückseite zum Zusammennähen. Die Hinreihe stricken wir glatt rechts und die Rückreihe sind nur linke Maschen. In Runden stricken wir nur rechte Maschen. Wir stricken 26 Reihen. Die erste und letzte Masche jeder Reihe wird als Randmasche im Knötchenrand immer rechts gestrickt. Nun haben wir 26 Reihen gestrickt. Hier könnt ihr sehen, dass wir 4 Maschen zusätzlich angeschlagen haben. Das machen wir dann in der 28. Reihe. Nun kommt erstmal die 27. Reihe und da stricken wir beidseitig 2 Maschen zusammen. Das heißt, danach haben wir nur noch 26 Maschen auf der Rundnadel. Diese 26 Maschen verteilen wir gleichmäßig auf das Nadelspiel. Und dann fangen wir an, rund zu stricken. Nun nehmen wir noch 4 zusätzliche Maschen auf und schließen zur Runde. Nun verteilen wir die Maschen, wie ihr hier auf dem Bild seht. Also Nadel 1 und 3 sind 7 Maschen,
und auf der Nadel 2 und 4 sind 8 Maschen drauf. Die erste Runde fängt an 4 Maschen neben der Öffnung. Und zwar, weil wir hier auch für die Spitze abnehmen. Und das ist genau an der Seite. Wir stricken 18 Reihen bis zum Spitzenanfang. Das sind genau 10 cm. Vom hinteren Ende bis zu den 4 Maschen sind 16,5 cm und die Gesamtlänge von dem ungewaschenen Schuh ist 29 cm. Jetzt fangen wir mit der Spitze an in rosa. Und zwar bei der ersten und dritten Nadel stricken wir in jeder Runde die zweite und dritte Masche zusammen. Bei der zweiten und vierten Nadel stricken wir in jeder Reihe die vorletzten beiden Maschen zusammen. Das machen wir in rosa insgesamt 5 Runden, bis nur noch 10 Maschen übrig sind, die wir dann mit einem Faden zusammenziehen.
Zum Waschen nehme ich 8 Tennisbälle. Es geht aber auch mit 2 oder 3 Tennisbällen. Nun kommen die Filzschuhe in die Trommel und noch 2 Handtücher zusätzlich mit rein. Wir filzen auf 40 Grad und 1000 Umdrehungen schleudern. Und zwar ein Waschprogramm mit niedrigem Wasserstand. Dazu noch ein bisschen Waschmittel. Wenn die Schuhe fertig gewaschen sind, dann stopfen wir sie mit Zeitungspapier aus und lassen sie trocknen. Die Gesamtlänge nach dem Waschen ist 21 cm. Wenn ihr Schuhe habt, die zu klein geworden sind, dann müsst ihr die noch weiter dehnen. Oder wenn die zu groß geworden sind, müsst ihr sie halt nochmal waschen. Das geht auch. Beim Waschen in der Maschine wirken viele Faktoren auf das Strickstück ein. Es ist unterschiedlich, je nach Farbe oder je nach Waschverhalten, unterschiedliche Strickarten. Jeder strickt anders, somit kann das Waschergebnis unterschiedlich ausfallen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und abonniert meinen Kanal für weitere schöne Videos. Bis bald, eure Gabi.